Das hier ist meiner Meinung nach die beste Hautpflege aus der Balea Beauty Expert Reihe. Das heißt, auf diese Produkte solltet ihr unbedingt einen Blick werfen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Skincare Ranking Kanal, denn heute gibt es mal wieder ein Skincare Ranking. Das letzte habe ich ja zu der kompletten Hautpflegelinie von Isana gemacht und heute ist die Balea Beauty Expert Hautpflegelinie dran. Da habe ich auch tatsächlich fast alles getestet. Das heißt, ich muss mich auch mal kurz erklären, denn mir fehlt die Balea Beauty Expert Tagescreme mit Peptiden, also diese kleine in der pinken Verpackung, glaube ich, aber die ist aktuell einfach überall vergriffen. Ich war in 3DM-Filialen, dort gab es die Creme nicht, bis ich auf eine ehemalige Kollegin von mir gestoßen bin und sie gefragt habe, ob da eventuell was im Lager ist oder was einfach mit der Creme gerade los ist, und sie meinte, dass sie aktuell nicht lieferbar ist. Und deswegen habe ich an dem Punkt aufgegeben. Ich habe mein Bestes versucht. Ich war in mehreren Filialen und habe mir dann gedacht, mir wird hier schon keiner den Kopf abreißen, nur weil ich ein einziges Produkt nicht getestet habe. Aber falls ihr die Creme ausprobiert haben solltet, dann könnt ihr selbstverständlich und sehr, sehr gerne eure persönlichen Erfahrungen unten in den Kommentaren teilen. Und wer meine Skincare Rankings noch nicht kennt, hier geht es hauptsächlich darum, einzelne Produkte zu platzieren. Das heißt, welches davon ist auf Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so weiter und so fort. Und das ist auch nichts, was ich mir jetzt aus den Ärmeln schüttle, denn ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht, habe die Produkte sogar wieder in meine Routine integriert, um einfach meine persönlichen Erfahrungen mit diesen Produkten aufzufrischen. Auf dem letzten Platz landet leider die Balea Cleansing Sorbet Cream, und das Wort leider verwende ich hier tatsächlich nur, weil man aus diesem Produkt hätte so viel mehr machen können. Denn ich persönlich finde es furchtbar, es ist überhaupt nicht praktikabel, es lässt sich nicht mit Wasser runterspülen und es hinterlässt so einen schlimmen, fettigen Film auf den Augäpfeln, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass irgendwas mit meiner Sehstärke nicht stimmt. Also ich habe schon schlechte Augen, und wenn ich das benutze, habe ich einfach das Gefühl, das wird alles nur noch schlimmer, und dementsprechend ist das einfach ein Produkt, das ich überhaupt nicht mag. Ich weiß, wir haben alle verschiedene persönliche Präferenzen, aber das wird meinen Ansprüchen nicht gerecht, und ich finde, dass dieses Produkt auch sich selbst nicht gerecht wird, weil hier mit einigen Sachen geworben wird, die auf dieses Produkt definitiv nicht zutreffen, wie zum Beispiel, dass es Make-up entfernen soll. Ich finde zwar, dass man es tatsächlich ganz gut auf feuchter Haut auftragen und wieder runterspülen kann, also dann funktioniert es deutlich besser. Aber dann ist dieses Produkt für mich persönlich zur Make-up-Entfernung nicht so gut geeignet. Sonnencreme und sowas kriegt es auch nicht runter, und für mich wäre es dann tatsächlich eher was man mal morgens benutzen kann, wenn man vorher die Haut nass macht, wenn man nicht zu viel davon nimmt. Also das sind für mich persönlich einfach zu viele Wenns, als dass ich sagen würde, das ist ein Produkt, das ich gerne im Alltag nutze. Der Balea Beauty Expert PHA Cleanser ist auch so ein Kandidat, der zu meinen persönlichen Hautbedürfnissen absolut nicht passt. Denn ich habe eine super empfindliche Haut, ich habe eine fettarme Haut und ich habe auch noch eine Duftstoffallergie. Das heißt, da kommt so einiges zusammen. Aber es ist wirklich schon eine Ewigkeit her, dass ich einen Cleanser in Verwendung hatte, da meine Haut so dermaßen austrocknet, dass ich danach das Bedürfnis habe, eine richtig fette Schicht Creme aufzutragen, um sie irgendwie zu beruhigen. Und dementsprechend ist das einfach ein Produkt, das für mich im Alltag nicht funktioniert. Es lässt sich zwar deutlich besser verteilen und auch wieder runterspülen im Vergleich zu der Cleansing Sorbet Cream, also was die Handhabung angeht, ist dieses Produkt deutlich besser. Aber für meine Haut funktioniert es einfach überhaupt nicht. Und was ich auch noch zusätzlich sagen möchte, dieser Cleanser wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht peelend wirken. Das liegt unter anderem daran, dass erstens die Konzentration an AHA und PHA viel zu gering ausfällt und weil der pH-Wert des Cleansers auch nicht passt. Ich habe auch den Isana PHA Cleanser getestet und empfinde ihn als deutlich weniger austrocknend im Vergleich zu dem von Balea. Das heißt, falls ihr auch
das Gefühl haben solltet, dass der von Balea ein bisschen zu austrocknend für eure Haut ist, dann schaut euch den von Isana an, denn der ist auf jeden Fall anders formuliert im Vergleich zu dem von Balea. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dieser Platzierung mit Mistgabeln durch die Straßen gejagt werde, aber ich persönlich mag das BHA-Liquid von Balea überhaupt nicht. Und was ich auch gar nicht nachvollziehen kann, sind die Vergleiche mit Paula's Choice. Denn ich habe den Paula's Choice BHA-Toner bzw. dieses BHA-Liquid jahrelang verwendet. Also seit ich mit diesem ganzen Skincare-Ding angefangen habe, habe ich das BHA-Liquid von Paula's Choice immer wieder nachgekauft, ganz oft auch diese Rabattaktionen genutzt. Und ich kann zu 100% sagen, dass das kein Dupe zu dem Paula's Choice Produkt ist, weil sich das Paula's Choice Liquid komplett anders auf der Haut anfühlt. Ich meine, von der Theorie her klingt dieses Produkt nicht verkehrt. Hier ist 2% Salicylsäure enthalten, keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe. Man könnte auch sagen, die Formulierung ist extrem minimalistisch, was sie ja nun mal ist. Hier ist, glaube ich, auch wahnsinnig viel PDO enthalten. Das ist ja auch ein Inhaltsstoff, der in der Inhaltsstoffeliste sehr weit oben steht und der zumindest auch zum Tragekomfort dieses Liquids passt. Denn dieses BHA-Liquid fühlt sich einfach relativ ölig und schwer auf der Haut an und es zieht auch überhaupt nicht weg. Und ich habe eine fettarme Haut. Also ich weiß nicht, wie es Menschen mit öliger Haut geht, wenn sie dieses BHA-Liquid benutzen, aber ihr könnt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, dass das Peeling, ich kann jetzt zum Peeling-Effekt nicht viel sagen, weil ich es nicht lange benutzen konnte, da ich damit überhaupt nicht klargekommen bin. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Produkt meine Haut extrem reizt. Also immer, wenn ich es verwendet habe, hatte ich einfach am Morgen wahnsinnig gereizte Haut. Also die war so gerötet und hat sich super unangenehm angefühlt. Und da ich das hier kürzlich auch wieder in meine Routine integriert habe, kann ich mit 100%iger Sicherheit bestätigen, dass es an diesem Liquid Peeling lag. Der Acelain Booster ist bei mir durchgefallen, weil ich ihn leider nicht vertragen habe. Denn an sich klingt das Produkt gar nicht mal so verkehrt und der Tragekomfort ist auch wahnsinnig angenehm. Aber meine Haut ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen und ich habe nach einer gewissen Testzeit festgestellt, dass meine Haut aufgrund dieses Produkts unruhiger geworden ist. Aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr persönlich, sehr individuell und muss definitiv nicht auf euch zutreffen, denn an sich ist dieses Produkt nicht schlecht formuliert. Hier ist 5% Niacinamid enthalten, was ja für Drogerieverhältnisse eine extreme Seltenheit ist. Und hier ist auch noch so ein Acelainsäure-Derivat drin, von dem ich mir persönlich aber nicht zu viel erhoffen würde. Vor allem im Vergleich zur Acelainsäure, die ja auch in gewissen Konzentrationen relativ gut erforscht ist bezüglich ihres Effekts auf die Haut. Aber ansonsten spricht eigentlich absolut nichts gegen dieses Produkt, wenn man es denn verträgt. Zur Balea Beauty Expert Nachtcreme will ich nicht allzu viele Worte verlieren, denn ich werde dieses Produkt in meinem Alltag definitiv nicht vermissen, sobald es leer ist. Und das liegt unter anderem daran, dass es weder einen positiven noch einen negativen Effekt auf meine Haut hatte. Ich es aber vom Tragekomfort und vom Finish nicht so gerne mochte, denn es ist sehr schwartig und das sage ich mit einer fettarmen Haut. Deswegen will ich nicht wissen, wie es Menschen mit öliger Haut geht, wenn sie diesen Moisturizer verwenden. Und ich habe dann einfach auch festgestellt, dass ich im Alltag immer seltener zu dieser Creme gegriffen habe, weil ich so viele tolle Moisturizer habe, bei denen ich auch definitiv einen Unterschied merke und die einen positiven Effekt auf meine Haut haben. Und das ist bei dieser Creme absolut nicht der Fall. Und was mir auch nicht so gut gefällt, ist das Marketing, denn auf der Verpackung wird mit Retinol geworben. Es ist zwar ein Sternchen dahinter und es steht dann irgendwo hinten dabei, dass es Retinylpalmitat ist, aber Retinol ist halt ein sehr spezifischer Inhaltsstoff, würde hier Retinoid draufstehen,
dann würde ich wirklich gar nichts dazu sagen. Aber Retinylpalmitat hat halt längst nicht den gleichen Effekt wie Retinol oder aber wie andere Retinoide. Jetzt nähern wir uns langsam meinen persönlichen Favoriten und auf dem 4. Platz befindet sich die neue Balea Beauty Expert Vitamin C Creme, welche 2% Ascorbylglucosid enthält, also ein Vitamin C Derivat, das in dieser Konzentration hauptsächlich antioxidativ wirken wird. Aber in Kombi mit dem integrierten UV-Schutz ist das gar nicht mal so verkehrt, denn Balea wirbt hier mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Zum UVA-Schutz werden leider keine transparenten Angaben gemacht. Deswegen will ich jetzt auch nicht so viel spekulieren, wie hoch der UVA-Schutz theoretisch sein könnte. Aber ich finde, wenn man die normalen Sonnencremes aus der Drogerie nicht nutzen kann oder die überhaupt nicht mag und solch eine Tagescreme mit einem integrierten Lichtschutzfaktor findet, ich würde hier mindestens Lichtschutzfaktor 30 empfehlen und diese in der korrekten Menge auftragen kann und damit im Alltag gut zurechtkommt und das regelmäßig nutzen kann, dann ist das immer noch besser, als gar keinen UV-Schutz zu verwenden. Und deswegen habe ich mir halt auch vorgenommen, verschiedenste Tagescremes mit Lichtschutzfaktor zu testen und auszuprobieren. Und die hier finde ich an sich gar nicht mal so verkehrt, wenn sie vom Tragekomfort etwas angenehmer wäre. Ich zumindest mag sie nicht ganz so gern. Also ich habe ja auch andere Produkte, die ich überhaupt nicht mag. Da schneidet diese Creme deutlich besser ab. Aber mir gefällt einfach das Finish nach dem Antrocknen nicht. Und ich habe einfach immer das Gefühl, was auf der Haut drauf zu haben. Also selbst nach 2 Stunden ist da wie so ein spürbar klebriger Film auf der Haut, der sich mit meiner Mimik mitbewegt. Und da bin ich persönlich absolut kein Fan von. Aber was die Formulierung angeht, gibt es hier nicht sonderlich viel zu meckern. Das heißt, wenn euch dieser Moisturizer mit integriertem Lichtschutzfaktor gut gefallen sollte und ihr gut damit zurechtkommt und ihr ihn regelmäßig in der korrekten Menge auftragen könnt, dann ist das richtig, richtig großartig. Und der 3. Platz geht an das Balea Beauty Expert Calming Serum, welches Linol und Linolensäure, aber auch Ceramide enthält. Diese Stoffe können die Hautbarriere unterstützen. Und falls ihr gerade das Wort Hautbarriere zum allerersten Mal hören solltet, dann schaut unbedingt mein Video zum Thema Hautbarriere an. Denn es ist auch super wichtig, die eigene Hautbarriere mit in die Hautpflegeroutine einzubeziehen. Ansonsten kann das wirklich in einer Katastrophe enden. Ich verlinke euch mein entsprechendes Video hier in dem i und unten in der Infobox. Dann könnt ihr, nachdem ihr dieses Video geschaut habt, gerne mal vorbeischauen. Und was mir an diesem Serum, welches eigentlich gar kein Serum, sondern eine Creme in der falschen Verpackung ist, besonders gut gefällt, ist der Tragekomfort und die Performance. Denn für Drogerieverhältnisse ist das ein sehr, sehr angenehmer Moisturizer. Ich nenne es jetzt einfach mal Moisturizer, weil sich dieses Serum halt eher wie eine Creme verhält und das Produkt nach dem Antrocknen nicht so klebrig ist. Es lässt sich gut verteilen, es ist relativ leicht auf der Haut und man spürt nach dem Auftrag nicht sonderlich viel davon. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach einfach ein wunderbarer Basic Moisturizer, der durchaus für Menschen mit öliger Haut geeignet sein könnte, wenn ihr so diese schwereren Moisturizer oder Cremes nicht mögt. Dass ein Toner auf dem 2. Platz landet, wundert sicherlich niemanden, denn ich bin ein absolutes Toner-Girl und das ist gut so. Und ich meine, klar gibt es diese Basics wie Reiniger und Sonnenschutz, die gehören immer mit in meine Routine, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst auf alle anderen Schritte verzichten, die du innerhalb deiner Hautpflege nutzt und darfst nur noch einen zusätzlichen behalten, neben Reiniger und Sonnenschutz, dann wäre es definitiv Toner, denn es gibt nichts Schöneres für mich, als einen Toner auf die Haut aufzutragen und zu sehen, wie meine Haut diese Feuchtigkeit aufnimmt und wie sich
Produkte, die ich darüber auftrage, verhalten. Denn meistens gleiten Produkte über feuchte Haut deutlich besser und sie ziehen so ein bisschen besser ein. Und es ist einfach für mich persönlich absoluter Wellness und deswegen liebe ich Toner so sehr. Und dementsprechend ist halt der Balea Beauty Expert Glow Toner auf dem zweiten Platz, weil ich finde, dass das für Drogerieverhältnisse ein super Toner ist. Dieser enthält Vitamin C-Derivate, die in der angegebenen Konzentration antioxidativ wirken werden. Dann sind hier noch einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten und dementsprechend ist das ein Produkt, das man sich definitiv mal anschauen kann, wenn man Toner mag. Der Gewinner meines heutigen Balea Beauty Expert Skincare Rankings ist natürlich auch ein Toner und zwar ist es der Hydration Toner. Den habe ich euch bereits so oft in die Kamera gehalten, dass es mir fast schon unangenehm ist, aber ich finde, das ist einfach ein großartiges Produkt, vor allem für Drogerieverhältnisse. Und klar könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja einfach nur ein feuchtigkeitsbindender Toner, der super viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthält. Aber im Vergleich zu dem, was man sonst so in der Drogerie vorfinden kann, ist dieser Toner besonders formuliert, denn hier sind eben auch super viele Inhaltsstoffe enthalten, die sich natürlicherweise in unserer Haut finden und das sieht man im Drogeriesegment relativ selten, vor allem zu diesem Preis. Aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Toner nicht zurechtkommen solltet, dann könnt ihr euch auch definitiv mal den Isana Pure Toner anschauen, der enthält auch feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe und ist ähnlich wässrig wie dieser Toner hier. Ich habe bei meinem sogar einen kleinen Sprühkopf draufgeschraubt, damit ich möglichst wenig Produkt verschwende und das direkt auf mein Gesicht drauf sprühen kann, wobei ich sagen muss, dass dieser Sprühkopf jetzt nicht so geil ist. Also ja, er funktioniert, aber im Vergleich zu anderen Sprühköpfen, die ich habe, ist das jetzt nicht perfekt, denn ab und zu kriege ich auch mittlerweile so einen richtig dicken Strahl ins Auge oder irgendwo ins Gesicht, was nicht sonderlich angenehm ist. Aber ansonsten ist das ein guter Toner, der sich angenehm anwenden lässt, der nicht komisch mit Produkten interagiert. Und wenn ihr sowas auch mögen solltet oder einfach nur ein Produkt sucht, das der Haut Feuchtigkeit zuführt, ohne super viele fancy Actives zu enthalten, dann könnt ihr euch den hier definitiv mal anschauen. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat oder euch wenigstens Freude bereitet hat und würde mich entsprechend riesig über ein Däumchen nach oben freuen oder wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr dieses Video sogar teilen würdet, das wäre richtig bombastisch. Und ich bin euch auch noch den Community-Liebling schuldig, denn ich habe zu diesem Skincare-Ranking auch nochmal eine Community-Umfrage gemacht, um einfach festzustellen, welches Produkt bei euch besonders beliebt ist. Und auf dem ersten Platz ist tatsächlich der Balea Beauty Expert Hydration Toner gelandet. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches Produkt euer persönlicher Liebling ist und falls ihr weitere Vorschläge für Skincare-Rankings haben solltet, dann könnt ihr das Ganze auch unten in den Kommentaren dalassen und falls ihr jetzt Lust habt, das vorherige Skincare-Ranking zur Hautpflege von Isana zu sehen, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!